Top-Tier. Es war einfach die Achter und die Neuner und dementsprechend fühlt sich das natürlich viel, viel besser an. Ich habe dieses Game gestern gespielt, 2:7, habe lange rumgedümpelt, dann war es 13:13 und 6 Kills konnte ich immerhin machen. Ich habe mich darüber gefreut, dass auf EUE 1 schon teilweise umgesetzt der Matchmaker und quasi einen Tag darauf, also heute, dann komplett umgesetzt, ich spielen kann und dementsprechend habe ich dieses Video vorbereitet. Allerdings hatte ich nach langer, langer Zeit mal echt was Mieses wirklich mal wieder erlebt und zwar musste ich Tickets schreiben. Tickets könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr persönlich davon haltet. Ich persönlich habe in 13 Jahren vielleicht 8 oder 7, 8 oder irgendwie sowas geschrieben, absolut wenige, aber es kann einen schon natürlich durchaus aufregen. Hier sehen wir die Situation, wo es einfach nicht geklappt hat. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wie man so etwas wirklich, wirklich machen kann, ohne jetzt Schimpfwörter zu benutzen. Ich dachte mir, naja gut, dann gehen wir halt ins nächste Spiel rein und versuchen das zu vergessen. Ich meine, so ein Ticket bringt wahrscheinlich nicht viel, aber ja, direkt darauf dieses Spiel und dann war für mich heute der Patch Day somit auch erledigt. Ich konnte es einfach, um ehrlich zu sein, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben, mit 13 Jahren ist mir das nicht 2 Spiele hintereinander passiert. Dass man das als Ticket rausschreibt, wisst ihr, glaube ich, selber. Ich glaube, dass da nicht viel passiert. Ihr könnt mich gerne auf dem Laufenden halten, wie es bei euch war oder wie ihr das macht, ob ihr das noch macht und ob ihr es nicht macht. Und hiermit hello und herzlich willkommen zu World of Tanks und zum Matchmaker, der ja heute aktiv sein soll. Ich glaube auf EU 1. Die meisten werden ja sowieso eigentlich teilweise eingerankt, was heißt eingerankt, ich bin noch bei Ansturm, werden teilweise auf EU 1 gesetzt beim Login. Mittlerweile werde ich auf EU 2 gesetzt, deswegen versuche ich unbedingt auf EU 1 wieder rüber zu springen, denn dieses Gameplay stammt von gestern. Ich hatte allerdings wirklich die Möglichkeit hier, wie man sehen kann, weil ich Top-Tier, es war einfach die Achter und die Neuner und dementsprechend fühlt sich das natürlich viel, viel besser an. Ja, im Game habe ich am Anfang ein bisschen geschlafen, dementsprechend sah das Gameplay am Anfang noch relativ schlecht aus, da passierte einfach gar nichts, weil ich da irgendwo selber in der Ecke geschimmelt habe, muss man auch ehrlich sagen, bis einem das auffällt. Aber +/-1 würde ich persönlich feiern und das ist ja die Logik hinterm neuen Matchmaker, der ja teilweise auf EU 1 ja sowieso schon getestet wurde. Also es bleibt +/-2, ganz klar. Aber der Versuch ist da im 7er bis 9er, das war ja das Thema bei meinem vorherigen Video vor, glaube ich, 4 Tagen, dass da durchaus jetzt offiziell ab heute, dem 3.6.2026, das so umgesetzt wird, dass der neue Matchmaker auf EU 1 läuft und maximal 2 Lights, maximal 2 Artis und am besten, ja, das sagen sie natürlich nicht so, aber +/-1. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt gestern, ich weiß nicht wie viele Spiele hintereinander, ich glaube 7 oder 8 sogar, dass ich +/-1 hatte. Natürlich achte ich jetzt auch ein bisschen mehr drauf und habe das für mich persönlich jetzt einfach mal feststellen können. Natürlich subjektive Wahrnehmung, ganz klar. Allerdings heute, wie gesagt, das mit diesen Reports und dann irgendwie das Gefühl, nicht nur Never Play on a Patch Day, sondern eben auch einfach das Gefühl, dann ist mir einfach die Laune vergangen. Normalerweise bin ich da auch nicht so typisch deutsch, aber man haut halt eben 2 Tickets raus, 2 Spiele hintereinander. Es hat mich so angekotzt, muss ich ehrlich sagen. Werde ich jetzt hier nicht einmal die Schimpfwörter benutzen, die ich benutzt habe. Ich kann es nicht glauben. 2 Spiele hintereinander. 2 Spiele einfach hintereinander so von so aggressiven Leuten gesehen, also aufgegabelt zu werden. Es war ja nicht irgendwie so, dass wir uns da gestritten hätten. Das Game hat begonnen. Ich habe mich kurz dahingestellt. Der hatte Platz, der erste ohne Ende. Der zweite hatte auch Platz. Aber da war wie so ein Hassmagnet bei denen aktiviert. Naja, wie auch immer, das Gameplay, wie gesagt, stammt von gestern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das heute einfach, ja, heute eben bei mir nicht lief, aber dass die meisten durch den neuen Matchmaker durchaus eine bessere Situation haben können. Wir können uns jetzt hier die Ergebnisse anschauen. Immerhin 6 Kills, mehr als ein Drittel. Das macht durchaus Sinn. Und wie gesagt, jetzt kommen einfach nur die Ergebnisse plus einfach, was glaubt ihr persönlich, bringt es was überhaupt zu reporten? Weil das war ja eine Arbeit von circa 10 bis 15 Minuten locker.
dann also die Replays nochmal rauszusammeln, selber sich nochmal zu notieren, die Uhrzeit, wann das passiert ist, beziehungsweise dass die halt das besser einordnen können. Soweit ich weiß, ist es sogar ein bisschen extern ausgelagert. Es wird so viel gemeldet mit Tickets und am Ende glaube ich persönlich, passiert wahrscheinlich gar nichts. Kann man auf Tomato GG wahrscheinlich nachlesen, dass da eh nichts passiert, wenn man sieht, dass die Person trotzdem noch online bleibt. Mich würde eure Meinung wirklich ganz gerne interessieren. Schreibt ihr überhaupt Tickets oder denkt ihr, dass es sich überhaupt lohnt? Und hiermit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Abo, Like oder Kommentar da lassen. Dann bis zum nächsten Mal mit dem neuen Matchmaker. Hoffentlich in Zukunft, vielleicht nicht heute, aber auch bei mir besser. Und damit ciao, ciao.